Familie Ermagan kommt nur noch selten hierher auf das Grundstück in einem Ortsteil von Bad Endbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Hier, wo eigentlich ihr Traumhaus stehen sollte. Das Haus stehen hier wäre dann. Es ist ziemlich bedrückend. Wir versuchen es eigentlich, das Grundstück hier, soweit es geht, zu vermeiden. Weil hier steckt so viel Herzblut drin, um das sauber zu machen, um in Ordnung zu halten und für die Pläne und so weiter, was wir hier reingesteckt haben. Und im Nachhinein zu wissen, das war alles für die Katz. Der Traum vom Traumhaus, er platzt für Habib Ermagan und seine Familie noch bevor der Grundstein gelegt werden kann, kurz nachdem sie das Grundstück vor 7 Jahren kaufen. Denn der Boden ist verseucht. Öl, Asbest, jede Menge Müll. Die Verkäuferin soll davon gewusst, aber nichts gesagt haben. Maintower hat mehrmals berichtet. Der Bau des Hauses somit unmöglich. Und eigentlich wäre heute Beginn im Zivilprozess um das verseuchte Grundstück gegen die Verkäuferin. Doch der Termin wird verschoben zum 3. Mal. Diesmal wegen Krankheit der Angeklagten. Das war eigentlich so, wie als würde man den Boden unter die Füße wegnehmen. Wieder mal in so ein tiefen Loch reinfallen und sagen, nicht schon wieder. Den ganzen Zeug nach hinten verschieben und wieder kommt man nicht voran einfach. Das geht schon seit 7 Jahren her. Immer werden wir mit kleinen Erfolgsschritten belohnt. Aber wiederum gibt es wieder immer Rückschläge und das geht einfach nur in Schneckentempo voran. Und das zerreißt einfach in die Nerven. Die Hoffnungen der Ermagans waren groß, dass sie mit dem Beginn des Zivilprozesses heute einem möglichen Urteil bis Jahresende näher kommen. Doch daraus wird wohl nichts. Die Verhandlung wurde auf Mitte September verschoben. Entsprechend verschiebt sich alles nach hinten. Das zähe Warten auf Gerechtigkeit geht weiter. 7 Jahre schon. Aber aufgeben kommt für die junge Familie nicht in Frage. Wir sind schon, wenn wir in so einer schlechten Nachricht, sage ich mal, erfahren, erstmal richtig kaputt. Aber wir raffen uns zusammen, wir halten als Familie gut zusammen und sagen, okay, das war wieder ein Rückschlag, wir müssen es schaffen, anderen Wahl haben wir gar nicht. Sie bekommen viel Zuspruch aus ihrem Umfeld, viele sehen Ermagans im Recht, das gibt Kraft, aber sie sehnen sich nach einem Ende der Strapazen. Das ist unser Traum, ja. Einfach aufzustehen und ist alles wieder... Ja, sagen, das war ein böser Traum, jetzt sind wir wieder aufgewacht und können unser Leben weiter leben. Ermagans wollten ein Haus mit einem großen Grundstück, auch für ihre Kinder. Doch nach allem, was gewesen ist, kann sich keiner von ihnen noch vorstellen, hier zu leben. Denn auch die beiden Geschwister sind geprägt von dem Ärger um das verseuchte Grundstück. Es ist natürlich sehr schmerzlich, man ist damit sozusagen aufgewachsen, man hat nichts anderes gesehen. Man hat auch bei den Eltern immer mitgehört und man versteht das mit den Jahren immer viel mehr, was hier eigentlich abgeht und es tut eigentlich sehr weh. 55.000 € haben sie für das Grundstück gezahlt und 17.000 für den ersten Teil der Sanierung. Mit Anwaltskosten und weiteren Ausgaben mehr als 100.000 €. Ermagans haben nur einen Wunsch. Wir würden uns gerne wünschen, dass wir das Grundstück loswerden, dass die Verkäuferin das Grundstück wieder zurücknimmt, uns den Kaufpreis bezahlt und einen gewissen Schadensersatz. Dann wären wir die glücklichsten Menschen auf der Welt. Das Warten auf Gerechtigkeit wird sich aber noch hinziehen, auch weil für ein Gutachten, das im Dezember vergangenes Jahr angeordnet wurde, wohl noch immer kein Gutachter bestellt ist, vermutlich pandemiebedingt. Familie Ermagan braucht weiterhin einen langen Atem.